So, mal schauen. Aktuelle Zeit. Ja. Ah, stimmt. Oh, darauf habe ich vergessen. Ja, natürlich. Die jetzige Zeit ist immer meine Lieblingsuhrzeit. Ich habe wieder die korrekte Zeit eingegeben. Ja. Ja. Aufnahme macht. Ja, schön. Mittlerweile ist es sehr präzise. Weißt du, du solltest wissen, dass ich ungeachtet der Präzision der Uhrzeit großen Spaß am Anfassen. Okay, ich habe das Gefühl, mehr über dich zu erfahren und darüber, wie du Einstellungen vornimmst. Es ist gut, Daten zu sammeln. Okay, bist du Google? Ich wünschte, wir hätten mehr Regler. Aber wir sind nicht alle Regler durchgegangen, die ich habe. Vielleicht kann ich ein paar neue Slider erfinden, um neue Daten über dich zu sammeln. Sollte nicht so schwer sein. Ja, lass mich ein paar neue auftreiben. Sollte fertig sein, wenn das Spiel das nächste Mal startest. Okay. Ah, stimmt. Das ist der Stanley Parable 2. Und damit herzlich willkommen zurück. Ja. Zu einer tollen neuen Folge. Es ist schon etwas länger her. Ich habe in der Zwischenzeit etwas Poppy Playtime angefangen und ja. Das müsst ihr euch auch unbedingt anschauen. Das ist laut. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. Das kennen wir aber schon. So. Was macht man? Was macht man? Was macht man? Das ist halt nicht All of his co-workers were gone. Ich habe ganz kurz gedacht, die Tür ging es auf. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Memo. Wow. Snow. Dieses Numpad ist jedes Mal im Weg von meiner Maus. Ja, aber neue Tastatur ist teuer. So, ich habe keine Ahnung mehr, was wir alles gemacht haben. Es ist nur Daumen Pi. Im Keller waren wir schon, das war dieser komische unendliche Kreis. Okay. What we know. Ui. Aha, kleine schwebende Objekte gibt's überall. Ja. Es gibt sehr viele Fragen und kein Memo vom Management. Okay. Wer hat die ganzen Fotos gemacht? Ich würde auch gerne wissen, wo es welche gibt. 416, okay. Red Room. Moment, sind das jetzt Hinweise, wo die ganzen sind? Ui. Sammeln. Source of Levitation, okay. Maybe we are the collectibles. Ui. Okay, das ist alles etwas sehr anders. Aber es ist cool. Gescheit ausgeleuchtet bin ich auch. Ja, halbwegs. Mehr Planken. Okay. Mission Status. Okay. A large room. Lots of boxes. Stiegen, irgendwas mit Stiegen. Ach so. Nee. Das ist das, was ich noch finden kann. Irgendwo zwischen Rot und Blau. Das weiß ich, wo das ist. Und irgendwas mit Stiegen, okay. Ein großer Raum voller Boxen. Der Raum Rot und Blau, das weiß ich, wo es ist. Das war das mit den 2 Türen. Sagt was Neues?
Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Okay. So. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ist da irgendwas anderes jetzt? Oh, wir haben noch nicht das Escape-Dings die Bumsi gemacht. Stimmt, das fehlt auch noch. Gab es diesmal den Bucket? Gab es diesmal einen Bucket? Ich glaube nicht. Und das ist verschlossen. Es ist ja auf jeden Fall etwas anderes. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Oh, die Bilder sind auch neu. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 99999 0 0 0 0. Atomrakete gestartet. Ups. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 2580 1590 2845. 3570 069 0. Nice. 0, 4, 2. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in. Okay. And the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Endlich mein Licht von rechts etwas hart. So, da gab es jetzt noch einen Escape-Weg. Den habe ich nie gemacht, glaube ich. Ich weiß, die Collectibles. Bla 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 bla. Das kann ich aber ein anderes Mal machen. Gerade wollte ich noch das Escape-Dings die Bumsi machen. Descending deeper into the building, Stanley Unterbricht realized mich he halt felt jedes a bit Mal. peculiar. Der Typ ist It frech. was a stirring of emotion in his chest, as Er though geh he aufs felt Klo. more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this Knöpfchen now, drücken. when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ihn hat's gefreut, weil das wenig zu tun ist und vermutlich gut bezahlt. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Das hört sich gut an. Gehen wir sterben. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nee. Schau mal, was dort ist. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Mhm. Ui. Ist das die Hölle? Franz! Ui. Autsch. Fallschaden. Hallo? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Okay. Tschüss. Ha! Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. Okay. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Also ich merke das nicht. Das... Okay.
als wir jetzt über den Erzähler jetzt erzählt. Ui. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Spaß haben. Ui. Thumbnail. Ich hoffe, F12 hat diesmal funktioniert. When every path you can walk has been created for you long in advance, Ui. death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ja, ja, mindestens. Ui. Büro-Grundriss. Da fange ich an, da gehe ich lang. Und dann gehe ich dorthin und da entscheide ich mich. Die zwei Türen. Die zwei Türen waren der erste konkrete Teil des Designs. Ui. Okay. Aktenschränke. Also ist das eine Museumsfolge mit Museumsgeräuschen. Mhm. Die Knopfgeräusche, okay. Okay. Ui. Was? Jedes Geräusch ist eine Mischung aus einem Tastaturanschlag und einem künstlichen Ton. Achso, ich hab's gehört. Ja. Ich bin wirklich leicht zu unterhalten. Ich würde es echt schon 10 Minuten machen. Bombe! Okay. Ugh. Das ist ein hässliches Geräusch. Igitt. Bürocomputer. Wieder schon. Basierend auf der Arbeit vom 2013er Team von The Stanley Parable. Toll, super toll. Wo geht's da weiter? Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Das Büro. Oder auf Englisch The Office. Bist du deppert, ist das ein Bombenjoke. Wartungsraum. Okay. Ich schaue auf die andere Seite. Konnten wir in dem Spiel laufen oder nicht? Irgendwie nicht. Chefbüro. Ui, das wurde überarbeitet. Das war sauleer. Okay. Eine Uhr. Bist du deppert. Das ist aber eine teure Textur gewesen. Die Launch. Untergrund. Erzähle Outtakes. Okay. When Stanley came to the lift, he traveled upward to the power source at the top of the facility to end this injustice forever. Then he pushed the number 4. Okay, das sind jetzt Outtakes, die nicht verwendet wurden. Now look closely, Stanley. See how it's impossible for the player to do anything in this room. Perfect example of poor level design. Textbook mistake. It's the kind of thing you pick up on intuitively if you had even the most fundamental understanding of good and bad game design. Okay. Kann man machen, muss man auch nicht. Zum Glück reden nicht alle dann gleichzeitig. Frei. Ah, nicht spoilern. Ich glaube, das Ende haben wir aber schon. Ja. Aus der Alpha-Version des Spiels. Ui. Countdown-Schreibtisch. Einer der ersten. Okay. Der erste. Countdown-Ende? Achso, das wo man stirbt mit der Bombe. Ja, das hatten wir schon. Oh, und wenn man nahe rangeht, schaltet er sich aus. Das ist ja echt fies. Okay. Freiheitsende.
Aus der Beta-Version. Toll, toll, toll. Überwachungsraumaufzug. Schön, 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 schön. Countdown-Raum. Final Countdown. Verstehe, verstehe. Ui, Hebel, 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 Hebel. Will drücken. Aber zuerst. Seeding-Modell. Okay. Gibt's den Knopf? Knopf! Knopf! Der halt nicht. Das Pause-Menü. Lange Zeit hatten wir ein Ende, das nur endete, wenn der Spieler aus dem Pause-Menü neu startete. Leider haben nur sehr wenige Spieler erkannt, dass sie dies tun sollten, was für alle frustrierend war. Okay. Seeding. Okay. Was ist das rausgeschnitten? Hebel, 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 Hebel. Okay. Trailer. 4 große Teaser-Trailer. Ohne Ton? Frech. Billig, 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 billig. Ah, den Ton, den gibt es als DLC. Meetingraum, okay. Wartungsraum, Grundriss. Okay. Eine Option, 2 Optionen, eine Option, Vent. Was? Was für ein Vent? Der Confusion Ending. Was? Das verwirrt mich. Ja, das Confusion Ending verwirrt mich. Gut erkannt. Also, das ist die erste Entscheidung zwischen links und rechts gehen, wie ich es erkenne. Und im Wartungsraum gibt es ein Confusion Ending, also. Und zwar immer irgendwie versteckt. Dass man auch über ein Vent in der Lounge erreichen. Was? Okay. Der Wohnungstimer. In einer früheren Version der Entscheidung, die zum Apartmentende geführt hat, was auch immer das Apartmentende ist, hat ein Timer einen 15 Sekunden gegeben und ans Telefon zu gehen. Okay. Ui. Wenn man nicht das Telefon benutzt hat, was war. Der Lastenaufzug. Genau. Da waren wir auch noch nicht oben. Das schaut auch sehr portalmäßig aus. Ja. Das Büro. Die Office. Witzig. Noch immer. Erzähler, E-Mails. Okay. Du kriegst gleich eine E-Mail. So. Verschiedene Versionen vom Büro. Ah ja. November 2011. März 2012. Ah, größer. Okay. Und das ist Februar 2013. Wow. Wow. Spieldesign. Okay. Und jetzt sind wir wieder hier. Dann gehen wir mal weiter. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Mhm. Ein Schalter. Aus. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Okay. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Jetzt habe ich pausiert. Ui. Aber wenn ich jetzt auf zurück zum Menü und danach das Spiel fortsetzen drücke, was passiert? Zurück zum Menü. Oh, ich kann nur ein neues Spiel beginnen, nicht fortsetzen. Konnte man jemals fortsetzen?
Den Gang vom Hintergrund würde ich aber auch gern mal sehen. Ob es den so gibt. Und voll verschluckt am eigenen Sauer. Passiert. This is the story of a man named Okay, Stanley. wieder am Anfang. Also habt ihr das Museumsende gesehen. Urspannend. Ja, ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen. Und beim nächsten Mal schauen wir uns den Lastenaufzug vielleicht an. Mal schauen. Tschüss.